Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, hier ist der Marc von Scuderia, heute mit einem Update, einem kurzen zum Projekt British Classic. Ich habe heute meine Felgen abgeholt. Die Vespa bekommt 13 Zoll Felgen, das habe ich euch noch nicht erzählt, aber jetzt die ersten News. 13 Zoll, also komplette Umrüstung von 12 auf 13 Zoll. Und mit den Felgen habe ich mir ein bisschen was Spezielles ausgedacht. Die wurden nämlich poliert. Also es waren silberne Felgen, ganz normal lackierte, die habe ich jetzt polieren lassen, sprich Farbe runter, das Aluminium polieren lassen, danach Hochglanz verdichten und ja, ich zeige euch mal, wie die aussehen. Danach fahre ich noch rasch zum Reifendienst. Ich habe mir gestern noch Reifen bestellt, die werden jetzt heute aufgezogen und dann ist schon mal zumindest der Unterbau für den Roller ziemlich fertig. Also ich zeige euch mal, wie die Felgen jetzt aussehen, das ist recht interessant. So, hier sind die Kartons. So waren sie eingepackt, als ich sie bekommen habe. Und hier, so sieht das Ganze jetzt aus. Das sind die Piaggio-Felgen, die Originalen, die auch bei der MP3 benutzt werden. Und so sieht das Ganze dann Hochglanz verdichtet und poliert aus. Recht schick, hat so ein bisschen, ja, man sieht es hoffentlich, so ein bisschen Chrom-Look. Wird ganz gut zu der Farbe passen. Der Roller ist jetzt auch schon fertig lackiert. Wird jetzt in den nächsten Tagen dann wieder zusammengesetzt. Aber das werden auf jeden Fall die Felgen sein. Und ich finde, das sieht spitzenmäßig aus. Habe ich in Berlin machen lassen bei Oberflächentechnik Jele. Toller Laden, die sind spezialisiert auf Felgen, Polieren, Beschichten. Und ja, die ist jetzt wie gesagt bis runter aufs Aluminium poliert. Hochglanz poliert, danach Hochglanz verdichtet. Da wird dann noch eine Pulverbeschichtung aufgetragen, die sowieso eine Art Klarlack ist und eingebrannt wird, um eine Schutzschicht noch auf der Felge zu hinterlassen. Also ganz tolle Sache und sieht spitzenmäßig aus. Wird nachher auf der Vespa sicherlich sehr, sehr gut aussehen. So, ich nehme euch jetzt mal mit. Ich fahre noch schnell zum Reifendienst und lasse die Felgen gleich aufziehen. Nee, lass die Reifen gleich aufziehen, auf die Felgen. So rum wird ein Schuh draus. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Also, dann sehen wir uns gleich beim Reifendienst. Hallo liebe Leute, wir sind jetzt hier bei Reifendienst Müller und jetzt werden die Reifen auf die Felgen aufgezogen. Die erste ist schon eingespannt. Hier unten liegen die Reifen. Ich habe mich bei den Reifen für den Heidenau K66 entschieden. Da gibt es ja noch andere Varianten, den K80, den K81, die auch sehr, sehr gut sind. Der ist jetzt ein bisschen profiliert, also so ein Allround-Reifen, würde ich mal sagen. Und ich wollte halt die Profilierung haben, um so ein bisschen diesen klassischen Look noch zu gewährleisten. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie die raufgezogen werden. Ja, ihr seht schon, das geht wirklich 1 fix 3. Der erste Reifen schon drauf. Ja, mit dem Reifen sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Jetzt hat man schön den Kontrast mit dem Schwarz. Auch ein sehr cooler Reifen. Also hier schon etwas stärkeres, ausgeprägtes Profil. Bei dem K80 und 81, da ist eher nur eine Rillenbildung drin, auch etwas andere Gummimischung. Also der hier ist so ein Allround-Reifen.
Jetzt die fertig aufgezogenen Reifen auf den Felgen. Bisschen mehr Profil, also ein, kann man sagen, Ganzjahresreifen der K66. Im Gegensatz zum K80 und 81, die ja wirklich eher Sommerreifen sind. Auch mit einer anderen Gummimischung. Sieht auch sehr gut aus. Kommt dann dem gewünschten Classic-Look auch sehr nah. Und ja, in Kombination mit dem polierten Felgenmittelteil sieht das doch schon sehr, sehr schick aus. Ja, das war's für heute. Nächster Schritt ist dann das Zusammenbauen. Lackierung ist ja schon fertig. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Das sollte jetzt auch in den nächsten Tagen passieren. Und ich mache dann wieder ein Video davon, sodass ihr das Ganze wieder begleiten könnt. Und dann seht ihr auch schon mal die ersten Details von den Sachen, die angebaut werden und die getunt werden. Also dann bis zur nächsten Folge. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich über das Abonnieren meines Kanals. Und dann bis zum nächsten Video.